Hallo und willkommen zurück zu The Forgotten City mit eurer Eule. Letztes Mal haben wir es ja gerade mal so eben geschafft, hier anzukommen. Ich hoffe, wir sehen heute auch ein bisschen was von der Stadt. Ja, wir haben zumindest ein Ziel im Apollon-Schrein. Ist die Frage, haben wir irgendwie eine Übersicht? Ups, okay, ich kann mich hinhocken, aber ich sehe jetzt nichts außer dem goldenen Fähnchen. Ich dachte mir, ob wir vielleicht ein Inventar haben oder sowas. Ah, Tab. Ja, guck mal. Wenn man ein bisschen geduldiger ist. Um die Zielmarkierung für eine bestimmte Quest zu sehen, klicke das Augensymbol neben der Quest. So. Wir haben als Hauptziele einmal den Ursprungsort. Das ist, dass wir das Zeitparadoxon erzeugen sollen. Und die goldene Regel. Sollen rausfinden, wer die goldene Regel bricht und Centius informieren. So, und irgendwas stimmt im Apollo-Schrein nicht. Ich finde heraus, was Lucretia zu schaffen macht. Ah, wir haben tatsächlich ein Inventar. Ein Denar. Antike römische Silbermünze. Eine Taschenlampe. Und eine beschriebene Steintafel von Al. Gut, ich glaube, die brauchen wir aber erstmal nicht mehr. So, schauen wir uns doch ein bisschen um. Schick. Also es scheint sich zu lohnen, hier diese Stadt anzuführen. Der Mann scheint Geld zu haben. Oh, die Küche. Von hier aus. Okay, das Flüstern war offenbar gerade der Meinung, ich soll mich nicht hier umgucken, sondern ich soll mich mit was beschäftigen. Es ist zweifellos unangenehm, mit so einer schläfrigen Belüftung zu kochen, aber die Römer halten das wahrscheinlich für ein Problem ihrer Diener. Gefüllte Schale. Diese lila Karotten sind die Vorgänger der modernen orangefarbenen Karotten. Stimmt, das habe ich mal gehört, dass Karotten aus Liebe zum niederländischen Königshaus orange gezüchtet wurden und eigentlich eher violett waren. Aber korrigiert mich gerne, falls ich da falsch liegen sollte. Ich sammle sehr gern unnützes Wissen. Hallo, wer bist du? Fremdling. Hallo, Fremdling. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? Hallo. Wer bist du? I'm Sentia, eldest daughter of the magistrate. But you'd know that if you'd been invited in here and introduced properly. What are you doing in here? And why are you dressed like that? Ich glaube, sie mag uns einfach nicht. Ich bin hier fremd. Barbar Graf ist schon ganz gut. Really? I'd never have noticed, what with your flawless accent, appropriate attire, and impressive mastery of our customs. Now, remind me, why are we having this conversation? Weil ich neugierig bin. Was hältst du denn von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Ich wollte gerade sagen, so das Götter verärgern ist hier vielleicht nicht die beste Idee. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihr die Götter nicht beleidigt, nur für den Fall. Oh, I'd say it to their faces if they had the courage to show themselves. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Okay, also Götter beleidigen ist, ja, nun, jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die Regel nicht bricht. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Also für ein Märchen stehen hier mir viel zu viele goldene Statuen herum, die alle sehr unglücklich aussehen. Also entweder war hier ein wahnsinniger Künstler am Werk oder die Geschichte ist wahr. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. Ich hoffe nicht. Gibt's hier irgendwie einen Ausgang? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it?
Nein. Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Ich kann mich ja nach ihr umschauen. Ich meine, wir wollen eh die Stadt erkunden. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Centius, Sentia, Scintilla. Warum ähnelt sich eure Namen? Ich sollte das fragen, aber ich will das wissen. You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest. And my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Ah, okay. Na gut, wann habt ihr sie denn zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together, and I remember she seemed happy. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Vielleicht finden wir heraus, in wen sie verliebt war. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret. Verdammt. Even from me. Wahrscheinlich wegen dem Vater, aber warum? Because our father had plans to marry her off, eventually, and even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those plans. Oh je. Ja, euer Vater hat nichts davon erwähnt, als ich mit ihm gesprochen habe. Wisst ihr warum? Wahrscheinlich, weil er nicht mir seine Familienprobleme aufbürden wollte. That doesn't surprise me. To him, it was like a prize cow wandering off from its paddock. He's upset, of course, but he says he's too busy with the election to help look for her. So he's letting Horatius do the heavy lifting. Some good that's done. Ist es vielleicht möglich, dass ihr Liebhaber daran beteiligt war? I don't know, but it's been 3 weeks since she disappeared, and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Zugegeben, sie wahrscheinlich auch, weil man kommt von hier ja nicht. Die Frage ist nur, wo und in welchem Zustand. Ihr seht erstaunlich entspannt aus, wenn man bedenkt, dass eure Schwester verschwunden ist. I hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Nein. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Ich sehe, du hast ein sehr positives Bild von der Welt. Zugegeben, nicht ganz unberechtigt. Aber schauen wir mal, ob wir die Schwester finden. So you'll help me find her? Ja, mache ich. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed. Ja, machen wir das Thank zuerst. you. Das hier ist direkt vor der Tür. Bevor wir zu dem Tempel gehen. Wahrscheinlich werde ich mich sowieso noch regelmäßig ablenken lassen. So, eine Nachricht. Das hilft doch. Scintilla für Sentius und Sentia. Möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Aha. Den nehmen wir mit. Was haben wir hier noch? Ein Tintenfass. Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Sieht aus wie ein normales Tintenfass. Was haben wir hier noch? Ein Messingspiegel. Das Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Auch keine Markierung. Darf also wieder zurück.
Haben wir Flakon? Wahrscheinlich irgendwie... Ja, Parfum. Ja, das ist alles nicht wichtig für ihr Verschwinden. Ist auch Parfum? Es ist auch Parfum. Der parfümiert die Frau. Natsch. Ah, das war die Kiste. Centillas Truhe. Oh nein, ich möchte kein Geld stehlen. Wollte nur reingucken. What have you discovered? Also, ich habe einen Brief gefunden mit einem Fluchtplan. Nein, nur, dass sie einen Fluchtplan hat. Den Fluchtplan selber kenne ich nicht. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Centilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Okay, machen wir. Vielleicht hat Julia einfach keinen so konkreten Plan gehabt. On your best behavior, I trust? Hallo Horatius, hast du die Schwester gefunden? Nein? Na gut. So, die Villa next door. Wo ist hier überhaupt der Ausgang? Ah, hier. Citizen? Magistrat? Ah, you've returned. Do you have any news about your investigation? Nee. Aber ich habe mit deiner Tochter geredet. Fragen zur Untersuchung, was ist eure Geschichte? Das ist vielleicht noch ganz interessant. I've had plenty of time to think about it. Let me see if I can sum up my thoughts. I've always considered my guiding star to be the well-being of the Roman people. Our survival and prosperity have always hinged upon honoring the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. Give the gods what they want and we all prosper. Dishonor them and we all die. It's as simple as that. The real enemy in this place is not the golden rule, but human failings. The temptation to slide into degeneracy, greed and hubris. I trust that answers your question. Also er hat zumindest hohe Ziele. Was ist eigentlich eure Geschichte? Sextus Sentius Imperiosus is my name, though magistrate is the proper way to address me. Before I wound up here, I was a decurion in the cavalry of Imperial Rome, helping protect civilization from the barbarians. Decurio? Und 10? It's a cavalry officer. I had 30 men under my command. This was my uniform. Okay. Warum tragt ihr das noch? As magistrate, I usually wear a toga, but today I may need to survive long enough to create the portal for you, so it seemed prudent. Zugegeben, das ist vorausschauend. Wie seid ihr hier gelandet? My men and I were at the Emporium in Rome as honor guard for a visiting dignitary arriving upriver by barge. Now the port is usually bustling, but just as our guests arrived, waves of people began running toward the river from streets and alleyways in every direction. They were trying to escape a terrible fire. Unfortunately, the crowd sent my horse into a panic, and I remember it losing its footing by the water's edge. The next thing I knew, I was waking up on a riverbank not far from here in the company of some stranger. I went looking for my horse and discovered that lonely temple. You can probably figure out the rest. Heißt, es ist immer jemand am Ufer, der einen an diesem Fluss findet? Er hat den gleichen Weg genommen, ich habe den Weg genommen, er hat den Weg genommen. Interessant. Wie seid ihr Magistrat geworden? I was elected 7 months ago,
uncontested because of my command experience. Since then, there's been growing agitation for another election. They're supposed to be annual, but I agreed to hold it sooner, hoping it would placate my constituents. Unfortunately, it just seems to have emboldened certain elements instead. Im Zweifel kannst du dich auch wieder wählen lassen. Ja, lass uns über was anderes reden. Ich möchte eigentlich jetzt nicht ausgiebig Politik diskutieren. Ja, wir fragen, wie man hier rauskommt, aber er wird uns sagen, es ist kein Weg. If I did, I'd have led these people out of here already. Gut, dann. Thank you. I'll be waiting here for news. Ich bin auch dabei und bestimmt nicht mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, sie müsste eigentlich in dem Haus leben. Habe ich hier... Okay. Wer bist du? Fremdling. Siehst aus wie ein What Gladiator. were you two talking about? Wie bitte? Don't play dumb. I saw you. Having a shady little chat with old man Sentius up on his balcony. If he's making a last-ditch effort to pick up votes by talking to a woman, he's even more senile than I thought. Everyone knows women can't vote. Und ich bin hier kein Bürger, also, aber danke für die freundliche Erinnerung. Ja, nein, wir haben nicht über die Wahl geredet. What else would you be murmuring about on election day? Mark my words, Malleolus is gonna be magistrate by the end of the day. And if I tell him you've sided with that feeble old has-been, that you've been trying to undermine his hard-won victory, you'll have picked the wrong patron. Got it? Da hat jemand aber echt schlechte Laune. Nein, eigentlich ist mir die Wahl tatsächlich herzlich egal. Good. Then stay out of it. Nobody likes Caput Murday foreigners interfering in an election. Caput Merde? Caput ist Kopf. Merde sagt mir nichts. Aber vermutlich hat er mich beleidigt. Weißt du was? Wenn du so unfreundlich bist, belästige ich dich mit Fragen. Can't hurt. Oh. Was ist eure Name's Geschichte? Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Mit Malleolus habe ich eigentlich gerade nichts zu tun. Warum seid ihr wie ein Gladiator gekleidet? Why? Because I am a gladiator. That's why. Zugegeben? Naheliegend. Ich will nicht jeden fragen, ob er weiß, wie man hier... Ach, vielleicht weiß er tatsächlich irgendwas. When Malleolus wins the election, yeah? This place will change. You won't even want to leave. You'll see. Na dann, was haltet ihr von der goldenen Regel? I think it's gone on long enough. And Malleolus is going to put an end to it once he's elected. Ach, jetzt hat er auch einen Namen. Domitius. So, dann... Wie will er das denn machen? He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. Because if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. Na klar, ich helfe allen. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Ich darf doch eh nicht wählen. Also ist meine Stimme egal. So. Ja, ich habe eine Ahnung, wem er seine Stimme geben wird. Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Vielleicht sollten wir seine Tochter finden. Jetzt müssen wir uns doch in die Wahl ein. Wir müssen mit Julia sprechen. She's not here. Wo ist sie denn dann? Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. Okay.
Dann gehe ich jetzt. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ja, von mir aus, wenn es dich glücklich macht. Ein Graffiti zu übersetzen. Centius und Maleolus. Der gleiche Mist, der lediglich anders riecht. Die beiden scheinen Konkurrenten zu sein und nicht unbedingt sehr beliebt. So. Da hoch. Ja, warum bin ich hier? Das wüsste ich auch gerne. Also um irgendwie eine Katastrophe zu verhindern, aber... Das hier der Tempel? So. Okay, das hier ist der Apollon-Schrein. Upsala. Richtige Tasten drücken kriegen wir noch hin. So. Oha. Die Figur ist von der Bank gekippt. Hallo? Das ist definitiv nicht Julia. Julia, das ist auch nicht Julia. Na gut, da wir keine genaue Spur haben, wo genau jetzt Julia ist, außer irgendwo krank, können wir auch die andere Quest verfolgen. Lucretia hat Probleme. Das könnte Julia sein. Lucretia, was ist das Problem? Give me a moment. Sorry I'm such a mess. I just lost a patient and a dear friend. Julia. She was a good woman. No. Nein. Ich hatte auf ein Gespräch mit Julia gehofft. Was ist passiert? She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly." Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Grausamen schwarzen Augen der Schlange. Das sagt mir überhaupt nichts. Oh je. Also die goldene Regel scheint sehr weit gefasst zu sein. Vielleicht gilt als Sünde das, was Leute selbst als falsch achten und trotzdem tun? Na, wir werden es rausfinden. Kann ich helfen. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that Genetri Camfututo and scratching his eyes out. Das heißt aber auch entweder, dass... Also eigentlich kann sie keiner vergiftet haben. Sie muss sich selbst vergiftet haben. Oder die goldene Regel hat aus irgendeinem Grund das nicht als Sünde angesehen, sie zu vergiften. Das erscheint seltsam. Ja, ich werde mich darum kümmern. Well, come back if you get sick or injured. Day or night.
I'll do what I can. Weil mit Julia reden wird jetzt nichts. Oh, ich kann aber Julia durchsuchen. Keine Gegenstände. Ich will sie auch nicht ausrauben. Ich möchte gucken, ob ich irgendwelche Spuren... Medizinisches Werkzeug. Eine Sammlung barbarisch aussehender medizinischer Utensilien, darunter Zangen und Scheren. Die meisten, auch modernen medizinischen Geräte, sehen erstmal sehr gruselig aus, sind aber sehr nützlich. Das ist noch mehr medizinisches Werkzeug. Jede Menge Kräuter. Ein Holzgestell, das verschiedene getrocknete und gemahlene Substanzen enthält. Mörser und Stößel. Mörser und Stößel haben in den letzten Jahrtausenden nicht... Mörser und Stößel haben sich in den letzten 2000 Jahren nicht sehr verändert. Ja, bewährtes Konzept, würde ich mal sagen. Und da ist er, Apollon. Und eine betende Person. May Apollo keep you safe. Ja, okay. Was sagt dann der Questfortschritt dazu? Befrage Julia nach Centillas Fruchtplan. Das ist Spiel. Das ist, glaube ich, jetzt keine Option mehr. Außer ich lerne irgendwie sie wiederzubeleben, was ich nicht glaube. Eine Bäckerei. Ein Laib Brot. Ein runder Brotlaib, der in einzelne Stücke geteilt werden kann. Es steht offenbar jedem frei zur Verfügung, der möchte. Ich möchte ein Brot. Jetzt habe ich ein Brot. Eine Mühle. Eine Steinmühle. Offenbar werden von oben Mehl und Getreide hineingefüllt und dann zwischen den Steinen gemahlen, wenn die Griffe gedreht werden. Auch interessant. Dann ist das der Ofen. Römisches Rezept für Brot. Also, falls jemand backen möchte, hier habt ihr das Rezept. Hefe, Salz, Wasser, Mehl. Sind nicht viele Zutaten. Allerdings, für Brot braucht man auch nicht viele Zutaten. So. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Du bist sehr geldfixiert, was? Was haben wir hier für ein Graffiti? Oppius der Dieb hat meinen Geldbeutel gestohlen und ich, wer auch immer das geschrieben hat, ist nicht fertig geworden. Also stehlen ist offenbar keine gute Idee. Theseus, sprich mit uns. Stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm Theseus. Terrible shame what happened to Julia, but we just have to carry on, don't we? Ist das nicht auch ein bisschen deine Schuld? Na gut. Ich brauche was von dem Harz. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Nicht aus, als hätte ich Geld. Woher soll ich das denn nehmen? That's hardly my concern. But if you get a job, work hard and save your coins, you should be able to afford it within, say, 5 years? Hält das so lange? Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Es ist nicht illegal, das ist korrekt. Es ist nur unmoralisch. Da ist irgendwas passiert. Hear what? Nicht so wichtig. You sure you're feeling all right? If you're hearing things, perhaps you should pay a visit to Lucretia's clinic. We don't want another Navia on our hands. Was ist mit Navia passiert? She claimed the statues were whispering to her. Nobody else could hear it. Then she shut herself in the palace and we never heard from her again. But I digress. Do you want this Silphium or not? Mit Navia sollte ich wohl mal sprechen. So viel Geld habe ich nicht. Ich will das nicht klauen. Very well. Perhaps I can interest you in something within your budget? Was ist eure Geschichte? You mean, how did I end up here? That is a lengthy tale.
Ich höre. All right. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. So wie ich dich kenne, hast du den Wagen gewählt. Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. Nein, ich wette, er ist hinterhergesprungen. No, I dived in after it, of course. Yeah. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Ich habe auch eine einzelne Münze. Nein, mein Beileid kriegst du nicht. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. Ich glaube nicht, dass hier so viel Geld ist, weil es muss ja auch irgendwie hergekommen sein. Wisst ihr, wie man hier rauskommt? I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. Na gut, dann... Ich werde die Augen offen halten. Was haltet ihr von der goldenen Regel? It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Of course, I have an idea for generating real wealth, but what I need is a bow. Just a simple composite bow. I've scoured this city from top to bottom with no luck. But if you happen to find one, bring it to me and we'll talk. Ein Bogen. Na, vielleicht können wir das ja gegen die Medizin austauschen. Ach so, es gibt ein Waffenverbot. Oh, well, technically yes, but that just means you'll need to be a little discreet. Ich schau mal. Ich kann mich ja immer noch entscheiden, den nicht weiterzugeben. Thank you, friend. Bin nicht dein Freund. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Nein, die Wahl ist mir egal. Aber vielleicht sollte ich echt seine Tochter finden. Very well. Another time. Okay. Der wird uns also nichts geben. Das braucht also noch ein bisschen. Aber ich glaube, die Spur nach da vorne verfolgen wir beim nächsten Mal. Heute haben wir ja doch schon wieder einiges getroffen. Naja, mal sehen, wen wir noch so treffen hier in der Stadt. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.